Wir müssen reden, wir müssen sogar richtig dringend reden. Denn was haben wir hier stehen? Ein neues Akkusystem von Bosch. Wir hatten Standard-Akkus, wir hatten Procore, jetzt haben wir Expert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist das überhaupt rückwärtskompatibel? Wir wissen es nicht und deswegen schauen wir uns das heute zusammen an. Für euch aber total wichtig ist Folgendes. Ihr habt ja ganz viele Bosch-Geräte. Ich habe gerade gestern eine Nachricht bekommen. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen, habe schon 27 Geräte von Bosch Professional. Wahnsinn! Wenn ihr aber so ein großes Arsenal habt, müsst ihr ja unbedingt wissen, für welches Gerät brauche ich welchen Akku. Kann ich jetzt Expert dafür nehmen, Expert hierfür, Procore dafür? Das klären wir in diesem Video unbedingt, denn ihr müsst es wissen. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Yvonne. Ich bin bei Bosch für die Produktentwicklung der Akkus und Ladegeräte zuständig. Das heißt, wir machen das Produktmanagement, die Strategie in die Zukunft und die Umsetzung. Ich freue mich, dass du heute hier bist, denn wir müssen unbedingt über ein paar Sachen sprechen. Erst einmal, ich habe vorhin was Falsches gesagt, nämlich ich habe gesagt, es gibt ein neues Akkusystem. Es ist irgendwie richtig, aber falsch, ja? Weil viele Dinge haben sich geändert in den Akkus, über die sprechen wir auch gleich. Aber ganz wichtig ist natürlich, es ist rückwärtskompatibel. Das heißt, ich kann mit den neuen Expert-Akkus genauso meine alten Geräte betreiben wie mit allen anderen Akkus eigentlich auch, oder? Genau, also ganz wichtig, voll kompatibel, sowohl mit den Geräten, aber auch mit den Ladegeräten. Die Frage bekommen wir auch immer wieder, von daher ja, voll kompatibel mit dem Bosch Professional 18 Volt System. Ja, seit 2008. Genau, ja. Seit 2008 kompatibel. Also wenn ihr ein ganz altes Gerät habt, was ihr immer noch benutzt, was natürlich total Sinn macht, ja, dann könnt ihr natürlich genau dort auch Expert-Akkus einsetzen und habt da eure ganz normale Leistung, ist nichts eingeschränkt, ist alles wie vorher, alles wunderbar. Das heißt, genau aus dem Grund haben wir heute auch Folgendes mal, wir haben die Standard-Akkus, ja, ich sage immer so aus der Lameng so die alten Akkus, aber das sind ja einfach Standard-Akkus, die heute auch noch benutzt werden. Genau. Dann haben wir Procore Plus, über den müssen wir noch mal sprechen, so, wie passt ja so hier rein, und natürlich die Expert-Akkus. Und es ist enorm wichtig für mich auch, dass wir uns mal anschauen, wofür brauche ich eigentlich was. Denn alle sind ja momentan auch noch im Vertrieb, also alle sind draußen in der Fläche sowieso, aber auch normal noch draußen. Und für euch ist ja auch wichtig, wenn ihr eine Kaufentscheidung trefft, welcher Akku ist es denn und welcher sollte es sein. Und eine Sache müsste ich euch sagen, aus meiner Sicht hat Bosch aktuell den besten Akku wirklich rausgebracht, den sie je rausgebracht haben. Und es ist ein ganz anderer, als ihr vermuten würdet. Das ist nicht jetzt der 15er oder so, sondern da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich finde den Schritt, den ihr gegangen seid, enorm krass. Und der ist gar nicht so offensichtlich. Ja, weil es sind einfach nur neue Akkus, da könnte man ja sagen, ja, ist halt ein neuer Akku. Ja, aber da steckt ja deutlich mehr noch dahinter. Detailverbesserung, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass man die braucht, aber eben auch wirklich offensichtlich große Dinge, die vielleicht auch in der Zukunft noch anstehen. Ja? Und darüber müssen wir heute sprechen. Wir werden gleich auch noch Folgendes machen. Wir werden die ganzen Geräte wirklich 1:1 nehmen. Wir sagen jetzt mal zum Beispiel so ein 45er. Welcher Akku sollte eigentlich da drin stecken? Ja? Kompatibel werden sie alle sein, aber welchen brauchst du mindestens, um damit zum Beispiel zu arbeiten, bis hin zum Winkelschleifer, Radio, Gebläse und so weiter und so fort. Das schauen wir uns gleich alles an. Aber erst einmal, lasst uns mal vielleicht erstmal Expert angucken, die neuen Expert-Akkus und dann auch mal die Unterschiede jeweils zu den anderen Akkusystemen oder anderen Akkuklassen. Was sagt ihr eigentlich? Ja, Akkuklassen sagen wir, Systeme sind es ja nicht. Wir haben ja gerade über Kompatibilität gesprochen, aber ja, Akkuklassen eigentlich. Ja. Ihr habt es uns ja auch wieder nicht einfach gemacht. Ja? Ihr habt gesagt, Mensch, wir machen das jetzt nicht einfach, sondern wir bringen jetzt hier die neuen Akkus raus. Wir haben jetzt hier einen 4er, einen 5er, einen 8er und einen 15er. Und natürlich sind nicht überall dieselben Zellen drin. Weil viele von euch werden auch dasselbe sagen, naja, 18650er, 21700er, Tabless-Zellen, aber doch wieder keine Tabless-Zellen. Vielleicht klärst du uns mal auf, was ist wo drin? Genau, also an sich haben wir hier in dem 4 Ampere-Stunden-Pack und in dem 8 Ampere-Stunden-Pack die Tabless-Zellen verbaut und in dem 5.5er und dem 15er Standard 21700 Zellen. Warum ist das so? Auch schlichtweg, weil es die hier und die hier gar nicht gibt in Tabless-Variante. Sprich, von daher nutzen wir hier Tabless und hier Standard 21700, sind aber natürlich trotzdem Hochleistungs- und Hochperformance-Zellen am Ende. Tablets sind ja eigentlich auch 21700er. Rein von der Definition der Zelle ist es ja so, weil diese 21700 steht ja eigentlich nur für den Umfang, die Größe. Und es ist einfach nur, dass die Technologie in dieser Zelle eben eine andere ist. Genau, das sieht man auch hier ganz gut. Also das hier die 21700 Standardzelle, tapped sozusagen, und hier die 21700 Tabless.
Von außen sehen die erstmal genau gleich aus. Gleiche Größe, andere Farbe drumherum, aber man könnte jetzt erstmal nicht direkt erkennen, welche davon ist Tabless und welche ist die Tapped-Variante. Genau. Das zeigt sich dann im Inneren. So, wenn wir jetzt nochmal schauen, hier Tabless und dort Tabless. Genau. Du hast vorhin gesagt, hier passt das nicht rein. Was genau meinst du damit? Sie passt rein, also die Größe 21700 passt rein, aber es gibt schlichtweg keine 3 Ampere-Stunden Tabless-Zelle und auch keine 5 Ampere-Stunden Tabless-Zelle. Das heißt, wir holen die Leistung letztendlich aus den Standard 21700 Zellen raus und auch die Leistungsverbesserung, die auch aus dem 15er kommt. Darin seht ihr aber auch Folgendes. 21700er sind nicht gleich 21700er. Gerade hier sehen wir es ja erst recht, Tabless und nicht Tabless. Aber auch hier die älteren 18650er. Das ist nicht so, dass ihr heute, glaube ich, auch nicht dieselben noch verbaut wie 2008. Da wird es auch eine Entwicklung gegeben haben. Und auch solche Zellen entwickeln sich ja weiter, muss man ganz klar sagen. Und wie leistungsfähig so eine Zelle ist immer auch die Frage, welche Güte kauft man, wo sind wir gerade in der Technologie und so weiter und so fort. Dementsprechend, jetzt habe ich die Farben durcheinander gebracht. Das hier ist Standard 21700. Okay, dann müsste das ja da stehen und dann hier Tabless. Genau. Richtig? Okay, das heißt also, wir haben 4 Ampere, 5, 8 und dann 15. Warum eigentlich der Sprung auf 15? Wir hatten ja bis jetzt auch schon 12 Amperestunden. Ja, jetzt 15, weil es geht. Weil es geht und weil es natürlich der Vorteil ist, wenn du dir das jetzt hier anguckst, ich meine, der Pack ist fast gleich groß, der ist fast gleich schwer, aber trotzdem hat er 25% mehr Laufzeit. Also 25% mehr Energie und gerade für die Anwendungen, wo ich so einen großen Pack brauche, ist das natürlich super. Habe ich einfach nochmal mehr Laufzeit mit meinen Geräten in gleicher Form, gleicher Kompaktheit und gleichem Gewicht. Nahezu gleichem Gewicht. Wir blenden euch mal das Gewicht unten ein, ja, von den beiden. Was man aber wirklich sagen kann, wenn man sie auch so nebeneinander hält, also sie sind wirklich annähernd gleich groß. Das sind vielleicht 2 mm länger, 2 mm höher und das war's. Hätte ich natürlich genauso gemacht. Also es macht total Sinn zu sagen, okay, wenn das einfach von der Größe dasselbe ist, dann habe ich halt einen 15er, habe nochmal 3 Amperestunden mehr gespeicherte Energie. Natürlich wissen wir auch, das ist halt ein Akku-Pack für wenig Leute. Also das ist was für Leute, die sagen, es ist eher stationär, ich trage es nicht den ganzen Tag rum, schnallt euch den bitte nicht an den Akkuschrauber. Es funktioniert, ja, euer Akkuschrauber hat genauso viel Energie, aber wie mit den anderen, da werdet ihr keinen Unterschied merken, außer dass es enorm schwer wird. Muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir den 150er zum Beispiel angucke, der wiegt so 1,5 Kilo, der Akku-Pack wiegt auch 1,5 Kilo, dann habe ich schon 3 Kilo in der Hand. Irgendwann wird es dann schwer, wenn man so seine 500 bis 1000 Schrauben vielleicht schraubt. Wir haben jetzt also vielleicht andere Zellen, aber das ist ja eigentlich gar nicht, worum es geht, sondern es ist ja, diese Akkus können mehr Leistung abgeben. Genau. Also wir können auch einfach mal vom Äußeren zum Inneren gehen sozusagen. Man sieht schon mal, erstmal sieht er anders aus von der Form her. Er hat dieses andere Label. Dann ganz wichtig, ein Punkt, wo er sich unterscheidet, ist hier dieser Entriegelungsmechanismus. Das heißt, hier musste ich ja bei dem Procore einfach in diese Richtung drücken und dann den Akku nach außen ziehen. Hier haben wir gesagt, wir wollen das einfacher, vor allem in manchen Geräten hat man auch nicht so viel Platz, dann ist es deutlich einfacher, ich drücke nach unten und ich habe hier dann immer noch die Griffmulde unten und kann dann den Akku einfach einfacher als bei dem Procore nach draußen ziehen oder lösen vom Gerät. Und es ist jetzt, normalerweise würden wir jetzt über technische Daten, 2000 Ampere irgendwas sprechen und hier was relativ Profanes, aber ich sage euch, das macht sich, man merkt das. Ich hätte vorher niemals gedacht, dass ich sage, ich brauche jetzt einen anderen Knopf hier. Ja? Aber in der Vergangenheit war es so, man hatte das Gerät, nehmen wir mal einfach irgendein Gerät. Ich habe das hier, ich drücke drauf und ich habe das hier hinten in der Hand und ziehe es dann so raus. Ja? Das ist jetzt nichts, was irgendwie super schwer fällt, aber mit dem neuen Akku ist es einfach so, wenn ich den hier in der Hand habe, es ist ein anderes Handling, denn ich habe hier diese Vertiefung, ich kann hier anfassen, muss ich nach hinten fassen und ich fasse das hier einfach an, drücke es nach unten und die Bewegung ist einfach leichter. Man merkt das auch schon, wie leicht das geht. Es ist einfach eine schönere Bewegung. Es ist angenehmer nach unten zu drücken als nach vorne. Es verbraucht einfach wirklich weniger Kraft. Und das ist eine Kleinigkeit, aber die finde ich super. Und das ist jetzt nicht der Grund, warum man den unbedingt kaufen muss. Aber es sind Kleinigkeiten, die eben, wo man sagt, Mensch, irgendwann addiert sich das. Und das nächste würde ich vielleicht kurz sagen, weil das mir sofort aufgefallen ist, dass ich hätte das nie als negativ den Akkus hier angekreidet. Ich habe gesagt, ja, ist halt ein Akku, ist schön. Aber der rutscht halt. Und wenn man die Geräte irgendwo hinstellt, kann das schon sein, dass der Akku oder das Gerät einem irgendwo hinrutscht. Die hier, also das geht nicht, da rutscht nichts. Ja. Wir haben hier eine Gummierung hier unten drunter, die dafür sorgt, dass es eben genau an der Stelle bleibt. Und gerade wenn ich hier so ein Gerät noch
dran habe, das steht. Also man merkt das richtig. Also ich kann das nicht hin und her rutschen, wohingegen es beim anderen dann schon geht. Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, ihr seht hier, da rutscht halt in der Gegend rum. Genau. Und das heißt jetzt aber nicht, dass Procore jetzt irgendwie schlecht ist, sondern ihr habt halt einfach, seid den nächsten Schritt halt gegangen. Genau, wir haben halt einfach natürlich auch über die Jahre immer sehr viel Kundenfeedback gekriegt, hören da ja auch zu, was die Kunden uns als Feedback geben. Und das sind natürlich auch diese kleinen Weiterentwicklungen, die dann in den Akku einfließen, neben so großen Themen wie jetzt, wir verbauen Tablet-Zellen, da ist mehr Laufzeit und mehr Leistung drin. Du sagst jetzt Laufzeit, Leistung. Es ist mehr Leistung drin und mehr Laufzeit drin. Jetzt würde ich aber eigentlich sagen, wenn wir jetzt gerade mal, jetzt haben wir hier meinetwegen einen Achter in der Hand, nehmen wir jetzt mal den älteren Achter, ja, den Procore. Das sind 8 Ampere, sind 8 Ampere. Genau, kann man erstmal denken, 8 Ampere sind 8 Ampere, hast du auch erstmal recht, 8 Ampere sind erstmal 8 Ampere. Was ist jetzt an dem Expert-Akku anders? Zum einen verbauen wir jetzt hier diese Tabless-Zellen und wir holen mehr Leistung, nicht nur über die Tabless-Zellen, sondern auch über das Kontaktsystem. Wenn man den Akku auseinander nimmt, dann sieht man hier, das hier sind die Kontakttulpen und die wurden deutlich verstärkt, auch wie die Stromschienen. Deswegen können wir jetzt aus den Zellen einfach deutlich mehr Leistung rausholen. Das heißt, wo wir hier bei dem Procore 2000 Watt rausgeholt haben, können wir jetzt hier aus dem Expert bis zu 2400 Watt Maximalleistung rausziehen und das eben durch dieses verstärkte Kontaktsystem. Also es ist schon massiv, also das ist das richtige Wort, es ist wirklich massiv. Also auch das hier ist deutlich massiver geworden, aber auch also ist ja mal die gesamte innere Logik scheinbar irgendwie ein bisschen anders. Wenn ich mir das, also in Logik vielleicht nicht, aber wenn ich mir das hier angucke, sieht das alles ein bisschen anders aus als beim Procores. Genau, wir haben auch zum Beispiel, wenn man das hier sieht, hier sind die jetzt auch deutlich robuster nochmal, weil wir die Zellanordnung anders gewählt haben. Das heißt, ich habe mehr Abstand zur Zelle, praktisch von der Ecke zur Zelle, was eben den Akku auch einfach robuster macht und wenn er dann mal runterfällt, trotzdem robust geschützt ist, weil die Zellen dann eben das Wichtigste sind. Aber eben vor allem kommen die Verbesserungen durch das Kontaktsystem und dadurch schaffen wir eben diese 2400 Watt am Ende. Dadurch können wir diese 2400 Watt aus dem Akku ziehen, beziehungsweise bei dem hier dann 2000 Watt, der hat auch das verstärkte Kontaktsystem. Und hier ist es natürlich ein signifikanter Fortschritt, weil der alte hatte bis zu 1000 Watt und hier haben wir jetzt tatsächlich in auch nahezu gleicher Größe und Gewicht die Leistung verdoppelt auf 2000 Watt tatsächlich. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, sagen wir, bis zu 2000 Watt rauszuziehen. Dann haben wir hier den 5.5er, glaube ich. Genau. Der hat auch 2000. Der 2000. 8er hat dann 2400 und der 15er dann sowieso. Genau. Okay. Wenn wir uns jetzt das anschauen, war es in der Vergangenheit ja so, dass wir, wenn wir hier 2000 haben, ja, ich stelle es auch mal da, nehme den Plus mal zur Seite und wir haben jetzt hier folgende Leistungsklassen. Wir haben jetzt hier den 5.5er, 8er, 15er, die 12er in dem Fall noch. Dann haben wir hier ein Äquivalent auch von etwa 2000 Watt, hier aber eben nicht. Ja. Ja, der alte 4 Ampere Procore ist leistungsstark, super Akku. Ich benutze ihn eigentlich, das ist eigentlich mein Hauptakku, den ich in der Regel benutzt habe. Aber er hatte eben deutlich weniger als die 3. Und jetzt ist es ja so, dass wir immer einen ganz wichtigen Spruch hatten. B-Turbo Brushless, immer 5,5 Amperestunden. B-Turbo Brushless, immer 5,5 Amperestunden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe. Ich glaube 1000 Mal in den Videos. Dementsprechend war das hier so ein wozu brauche ich den eigentlich? Ja, das ist ein kompakter, guter Akku. Bin ich kompakter als die und ich möchte, okay. Ja? Und aber viele haben den benutzt, so wie ich auch, für die Standardgeräte, ja, solange ich keinen B-Turbo Brushless brauchte. Das ist jetzt aber anders. Jetzt haben wir einen neuen 4 Amperestunden, nicht größer, nicht schwerer, also so im Wesentlichen, ja. Aber ich kann damit jetzt B-Turbo Brushless Geräte benutzen, richtig? Genau. Genau so ist es. Hier war es immer so, dass, wie du gesagt hast, ab dem 5.5er war das B-Turbo Brushless, konnten die Geräte diese Leistung ziehen und hier, das haben wir genau verändert. In der Expert-Serie können alle Akkus die B-Turbo Brushless Leistung sozusagen, also die 2000 Watt, auch tatsächlich in dem kleinsten 4 Amperestunden Pack. Für diejenigen, die nicht wissen, wo der Unterschied ist zu einem normalen Motor, also zu einem normalen Brushless Motor und einem B-Turbo Brushless Motor, im Wesentlichen ist der Motor einfach
er ist leistungsfähiger. Das heißt aber, wenn er leistungsfähiger ist, dann kann er auch mehr Energie aufnehmen. Und wenn er mehr Energie aufnimmt, dann müssen Dinge sich ändern. Das heißt zum Beispiel Leitungsquerschnitte müssen sich ändern. Bis hin zum Akku, muss man natürlich sagen, also bis zur Zelle ja eigentlich, sage ich jetzt mal von der Zelle bis zum Motor. Und das muss natürlich gewährleistet sein. Und dementsprechend sind das eben auch wirklich andere Motoren, stärkere Motoren mit einem anderen Leistungsquerschnitt. Und jetzt ist es so, dass wir wirklich mit einem kleinen Akku die Möglichkeit haben, ein Bito-Bosch-Gerät zu bauen. Und das macht für mich das hier zum besten Akku, den Bosch je gebaut hat, weil wir jetzt Folgendes machen können. Ich greife jetzt ein bisschen vor, wir werden uns das alles auch mal anschauen, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Stichsäge nehmen, ja, da ist es eigentlich egal, was wir benutzen. Aber wenn wir jetzt hier ein großes Gerät haben, wie jetzt hier die größere Handkreissäge, das ist in der Vergangenheit so gewesen, dass wir immer 5,5 Ampere-Stunden nehmen mussten und dass wir dementsprechend auch ein höheres Gewicht hatten. Bei dem Gerät nicht so relevant, aber wenn du jetzt in die Zukunft guckst, brauchst du nicht mehr so viel überlegen eigentlich, wenn du nur noch Expert-Akkus hast, welchen Akku nimmst du eigentlich? Genau, das war die Idee, dass wir es dem Anwender einfach einfacher machen, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, in welchen Akku kann ich jetzt dieses Gerät einsetzen, diesen Akku einsetzen, in welches Gerät oder diesen, sondern ich kann jetzt sagen, Expert-Akkus kann ich einfach in allen Geräten einsetzen und die ziehen immer die volle Leistung. Und ob ich dann am Ende mehr auf Gewicht achte oder sage, nee, ich nehme lieber den mit dem größeren Tankinhalt sozusagen, das kann dann jeder für sich entscheiden. Genau, also das ist für euch nochmal wichtig. Wir werden auch gleich nochmal darauf eingehen, wo 2000, 2400 Watt, schauen wir uns an. Aber erstmal so grundsätzlich ist es so, dass wir sagen können, du musst nur noch bei Expert-Akkus darauf achten, welchen Tankinhalt ich brauche, ja? Also welche gespeicherte Energie brauche ich denn, welche Laufzeit brauche ich halt vor allem und dann ist es eigentlich egal. Und möchte ich was Kompaktes haben wollen, dann ist es der Vierer, ja? Wenig Gewicht, der Vierer oder eben, ich brauche eine ganz lange Laufzeit, vielleicht sogar der 15er. Eine Sache, weil das immer wieder gefragt wird, ist, der 5,5er und der 8er sind eigentlich gleich groß, gleich schwer. Das ist eine reine Frage, welche Zellen gerade drin sind. Und hier ist es ja so, dass sie sich aber nochmal anders ja unterscheiden. Beim älteren Modell, 5,5er und 8er, die hatten ja im Grunde dieselbe Leistung. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Hier haben wir jetzt einmal 2400 und hier haben wir dann entsprechend 2000 und 2400 Watt. Darauf müsst ihr achten. Bevor wir zu den Geräten kommen, lasst uns über Tablets sprechen. Ja? Was ist der Unterschied zwischen Tablets und Tab-Zellen und warum ist das überhaupt relevant? Am Ende ist es relevant für die Laufzeit der Akkus und das am Ende eben gerade bei vielen Anwendungen wissen wir, die Kunden wollen immer noch mehr Laufzeit haben. Am liebsten will ich so viel Laufzeit, wie ich möchte aus dem Absolut. Akku. Das kommt hier hauptsächlich aus diesen sogenannten Tabless-Zellen. Wie wir vorher schon gesagt haben, sehen die von außen erstmal genau gleich aus, aber der Unterschied liegt im Inneren. Das hier sind die Standard 21700 Zellen, die wir heute in den Procores verbaut haben. Und hier sieht man, die haben hier diese kleinen Fähnchen, über die der Strom fließt. Die Tabs. Das sind die Tabs, genau. Und das sind natürlich sogenannte Engstellen am Ende des Tages, weil der Strom muss dort durchfließen. Bei den Tabless-Zellen habe ich hier auf der einen Seite gar keine Tabs mehr und auf der anderen Seite einen richtig großen, massiven Tab. Das heißt viel mehr Fläche. Das heißt, der Strom kann viel besser fließen. Ich habe weniger Innenwiderstand. Die Zelle erwärmt sich weniger und dadurch kriege ich aus dem Akkupack auch viel mehr Laufzeit raus. Am Ende, wie wenn du heute in Stuttgart hast du die A8, da ist immer Stau, das ist deine Tabt-Zelle, da stehst du immer im Stau und das ist jetzt deine 100-spurige Autobahn, wo alles fließen kann und deswegen kann ich dann am Ende viel mehr Laufzeit rausholen. Das heißt, gerade bei Anwendungen, wo es wirklich hart zur Sache geht, wo der heutige Procore vielleicht an seine Grenzen kommt, weil er dann einfach zu warm wird und dann abschaltet, obwohl ich noch Restkapazität im Akku habe, das habe ich bei den Tabless-Zellen nicht. Das heißt, ich kann hier wirklich auch bei den sehr harten Anwendungen den Akku richtig leer fahren und das sind eben die Tabless-Zellen, die mir das ermöglichen. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, lasst uns nochmal über 4 Ampere, 4 Ampere und 4 Ampere sprechen. Gerne. Denn wir haben hier jetzt 4 Ampere. Wir haben hier 4 Ampere gespeicherte Energie und wir haben hier 4 Ampere gespeicherte Energie. Und jetzt ist ja eine Sache wichtig zu verstehen, 4 Ampere sind wirklich ja nun erstmal 4 Ampere. Das heißt, wenn ich eine Anwendung habe, die sehr wenig aus dem Akku rauszieht, dann wird es so sein, dass alle eine gleich lange Laufzeit haben. Also die Laufzeit ändert sich da erstmal nicht bei wenig anspruchsvollen Aufgaben. Das ist gleich nochmal wichtig, wenn wir uns die Geräte angucken. Ja, das Thema wenig anspruchsvolle Aufgaben ist ja das Thema. Aber wenn wir eine anspruchsvolle Aufgabe haben, dann sind 4 Ampere immer noch 4 Ampere, aber doch wieder nicht. Genau, so sieht's aus. Also wenn wir eine weniger anspruchsvolle Anwendung haben, wie jetzt ein Radio oder ein Licht, wie du sagst, dann sind das
4 Ampere-Stunden. Der Unterschied kommt dann, wenn ich in härtere Anwendungen gehe. Also zum einen mal habe ich ja dann schon mal den Unterschied, dass der hier einfach doppelt so viel Leistung hat wie der heutige Procore 4 Ampere. Das heißt, ich kann einfach auch toughere Anwendungen überhaupt erst machen, weil der Akku die Energie zur Verfügung stellt. Und dann ist es natürlich so, wenn ich diese härteren Anwendungen nicht nur einmal mache, sondern ich mache die jetzt einen ganzen Tag oder ich mache die mehrmals hintereinander, dann würde der Akku anfangen, sich zu schützen, weil die Zelle warm wird, weil der Akkupack warm wird und dann schützt er sich, indem er abschaltet. Obwohl vielleicht noch 2 Ampere-Stunden Restkapazität drin sind. Und das sind genau die Tabless-Zellen. Hier schaltet dann der Akku nicht ab. Ich kann wirklich die volle Kapazität aus dem Akku ziehen und am Ende heißt es, ich habe mehr Laufzeit aus dem Akkupack, obwohl alles 4 Ampere-Stunden sind. Zusätzlich würde ich sagen, gibt es noch einen Unterschied. Wir haben hier zweilagigen Akku, hier einlagig, zweilagig, dreilagig. Das heißt, auch hierzu gibt es natürlich noch wieder Unterschiede. Das heißt also, auch die größeren haben noch mehr Reserven an der Stelle. Aber mit den Geräten von heute kommen wir in der Regel mit dem hier einfach klar. Genau. Aber wir müssen jetzt nochmal über Procore Plus sprechen, weil den haben wir die ganze Zeit so außen vor gelassen, weil das ist irgendwie so ein Twitter-System so ein bisschen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich bei Procore Plus? Also wenn ich jetzt vor allem als Besitzer vom Procore Plus, wo muss ich mich jetzt ansiedeln? So hier oder eher bei Expert oder so dazwischen? Ja, eigentlich muss ich mich zwischen hier und hier ansiedeln, weil das war eben die erste Generation. Tabless-Zellen sozusagen, wo wir auch gesagt haben, hey, wir wollen diese neue Technologie den Kunden auch schnell zur Verfügung stellen. Das heißt auch hier eben der Vorteil, dass der Akkupack nicht abschaltet, wenn er warm wird, den habe ich hier. Aber es sind eben die erste Generation Tabless-Zellen. Das heißt, die Zellen haben sich natürlich weiterentwickelt und wie wir vorher schon gesagt haben, haben wir eben in den Expert-Akkus auch massiv das Kontaktsystem hier verstärkt. Und auch das führt natürlich dazu, dass ich hier einfach nochmal mehr Leistung rauskriege. Das heißt hier, ich habe schon Tabless, ich habe den Vorteil, dass die Zellen nicht so warm werden und dass der Akkupack nicht abschaltet. Und jetzt die nächste Generation, die Weiterentwicklung, Tabless-Zellen und auch Kontaktsystem kommt dann mit den Expert-Akkus. Das heißt, also ich habe hier erstmal keinen schlechten Akku, ja, Auf gar keinen Fall. Ich habe einen Akku, der eine hohe Laufzeit auch hat, auch in extremen Anwendungen, aber die sind eben noch ein bisschen besser, weil es im Detail sie nochmal verbessert wurden. So, und jetzt lasst uns mal schauen, weil ihr wollt ja wissen, welcher Akku für welches Gerät. Und da fangen wir einfach wirklich mit den, ich sag mal, vielleicht mit den schwächsten, mit den kleinsten Geräten an oder mit den Geräten, die am wenigsten Leistung ziehen. Schwach ist ja immer relativ, weil beim Radio jetzt von schwach zu sprechen, ist halt so ein Ding. Ja. Was für einen Akku brauche ich für ein Radio? Also natürlich kann ich prinzipiell jeden Akku verwenden, weil ja voll kompatibel, das heißt, was immer ich in meinem Sortiment habe. Aber wenn es jetzt darum geht, welche Leistung brauche ich mindestens, dann bin ich bei den Standardakkus super aufgehoben. Auch die können mein Radio ganz normal betreiben und auch eine lange Laufzeit liefern. Aber natürlich könnte ich es auch einen 15 Ampere-Stunden Akku dort nutzen, habe halt dann wahrscheinlich eine Woche lang Radio, ich weiß es nicht, aber ewig lang. Ja, also ihr seht, bei so einem Gerät ist es einfach egal. Ja? Wenn wir jetzt mal weiterschauen, haben wir jetzt mal als Beispiel hier, das hier nochmal, eine Leuchte, da haben wir dasselbe Thema, ist im Grunde eigentlich egal. Genau, selbes Thema wie beim Radio, zieht nicht so viel Energie, das heißt auch hier, was immer ich in meinem Portfolio sozusagen habe, kann ich gut einsetzen. Ja. Nochmal ganz wichtig für euch, kann ich einsetzen, heißt nicht, also physisch einsetzen geht sowieso alles unter allem, ist eben nur eine Frage der Laufzeit am Ende. So, dann nehmen wir mal stellvertretend 2 andere Geräte. Wir haben hier den 18V45, also einen kleinen Akkuschrauber mit verhältnismäßig wenig Leistung und vielleicht hier eine Stichsäge. Welchen Akku sollten wir hier nutzen, dass wir keine Begrenzung haben der Geräte? Also hier am Ende natürlich auch, die liegen dann zwischen irgendwo hier und hier, aber ich kann die sehr gut mit den Standardakkus betreiben. Ich kann natürlich auch, wenn es um Gewicht geht, sehr gut den heutigen Procore 4 einsetzen. Sind keine Biturbo-Geräte, deswegen brauchen sie nicht zwingend Procore-Leistung. Kann ich mich also auch wieder aus allem bedienen, aber kann natürlich hier auch sehr gut den Procore mit dem geringen Gewicht nutzen. Genau, also das ist, hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, der 4er ist mein Standardakku bis jetzt gewesen, weil die meisten Geräte, die man so alltäglich benutzt, sind in der Regel eigentlich keine Biturbo-Washes-Geräte, weil so in der alltäglichen Nutzung bei mir, weil zum Beispiel einen großen Schrauber benutze ich nicht jeden Tag, weil er halt auch ein gewisses Gewicht hat, oder eine Stichsäge oder. Wenn wir natürlich eine große Handkreissäge haben, wir gleich nochmal sprechen, dann brauchen wir was anderes, ohne Frage. Aber der ganz normale Standardakku, den wir jetzt hier haben, reicht völlig aus, zum Beispiel um einen 45er zu betreiben, ohne große Begrenzung, genauso hier bei der Stichsäge. So, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen,
dann gehen wir schon zu Bito-Brushless-Geräten, wie zum Beispiel hier eine Handkreissäge, hier der 68 GC. Was sollten wir noch nehmen? Vielleicht hier so einen Schlagschrauber, haben wir auch Bito-Geräte. Welche Geräte, also welche Akkus sollten wir denn hier jetzt entsprechend nehmen? Genau, also die Bito-Bob Brushless-Geräte brauchen praktisch mindestens den Procore ab 5,5, das heißt hier den doppellagigen, können dann natürlich diese Procore-Akkus super einsetzen, genauso wie alle Expert-Packs, was wir vorher schon gesagt haben, auch ab dem 4er. Und die brauchen ja eben diese höhere Leistung, das heißt, das fängt hier an. Hier kann ich natürlich physisch einsetzen, würde ich aber nicht die volle Leistung des Geräts letztendlich abrufen können. Das ist übrigens nochmal ganz wichtig. Diese Akkus hier, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt der Schlagschrauber zum Beispiel nicht drehen würde. Ja? Ja, also es ist schon so, dass es funktioniert, aber ich habe eben nur nicht die volle Leistung. Ja, also nicht das volle Drehmoment an der Stelle oder. Wenn ihr zum Beispiel mal Not habt, ist es gar kein Problem, auch mal so einen Akku einzusetzen. Würdest du hier schon den Einsatz von Expert denn empfehlen oder sagst du, nee, es reicht eigentlich völlig aus? Nee, natürlich kann man hier schon sehr gut die Expert-Akkus einsetzen. Am Ende kommt es natürlich immer darauf an, was ihr macht oder was du dann auch machen würdest. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch wirklich wieder große Schnitte mache, dickes Holz, mehrere Platten übereinander, dann kommt ja genau dieser Vorteil der Tabless-Zellen und der Expert-Akkus zum Tragen. Das heißt, ich habe mehr Leistung, ich kann diese länger aus dem Akku ziehen. Das heißt, genau da macht der Expert-Akku, spielt der seinen Vorteil aus. Aber natürlich könnte ich auch den Procore-Akku genauso einsetzen. Und jetzt ist der Punkt, wo ihr wirklich für euch überlegen müsst, was macht ihr eigentlich mit den Geräten? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die 68er mir anschaue, ein super Gerät, sehr solide, macht auch viel Spaß damit zu arbeiten, kannst du eigentlich mit jedem Akku, den du hier hast, Spaß haben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine USB-Platte, 15 mm, es ist völlig egal, welchen Akku du nutzt. Ja? Wenn du jetzt aber sagst, du schneidest dann schon so 3, 4 Platten übereinander, dann ist es schon deutlich natürlich der Procore zu bevorzugen. Wenn du jetzt andauernd tiefe Schnitte machst, 6 cm tief mal als Beispiel, was hiermit ja geht, und das die ganze Zeit machst und immer, wenn du nur einen Schnitt machst, wirst du auch gar nicht merken. Wenn du aber 3, 4, 5, 10, 15 Schnitte am Stück machst oder 15 Meter meinetwegen sägst, dann ist es dann doch eher wieder der Expert-Akku. Und dementsprechend musst du immer so ein bisschen überlegen, was mache ich mit meinen Geräten denn auch und wie hoch ist die Frequenz. Für eine Schraube okay, für Serienverschrauben die ganze Zeit schrauben, wo die Hitze wieder entstehen könnte, dann ist es dann doch eher Expert an der Stelle. Genau, also ich glaube, hier ist einfach so, ich muss mir dann auch keine Gedanken mehr in Zukunft machen. Ne? Ich muss mir gerade nicht dieses überlegen, oh, mache ich jetzt nur einen Schnitt, mache ich mehrere, was mache ich heute? Hier mit den Expert-Akkus, die können alles, egal ob eine einfache oder eine sehr harte Anwendung. Von daher muss ich mir da dann einfach keine Gedanken mehr machen, wann ich was einsetze. Ich nehme jetzt nochmal hier 2, 3 andere Geräte dazu, wo ich sag mal, das Thema Wärme und Energie, die wir da haben, noch mehr zum Tragen kommt. Und bei dem einen Gerät ist es immer wieder so, dass man sich fragt, was, das Teil hier? Es ist aber wirklich erstaunlich. Das hier ist bei uns das Gerät, wenn wir Akkus leer machen wollen. Wenn wir einen Bosch-Akku haben und sagen, den brauche ich jetzt mal schnell leer, aus Gründen, das brauchen wir manchmal, zum Beispiel auch um zu schauen, wegen Ladegeräten und so weiter und so fort. Wir nehmen immer den hier, weil es schafft eigentlich kein Gerät so schnell. Und den können wir vor allem mal in die Ecke stellen, einfach leer laufen lassen. Und der braucht wirklich maximal, viel Energie in einer sehr kurzen Zeit, muss man wirklich sagen. Und hier merkt man den Laufzeitunterschied der verschiedenen Akkus deutlich. Aber vielleicht kurz von dir das Ganze eingeordnet. Genau, also auch hier bei so einem Gerät macht es natürlich total Sinn, jetzt auch zum Beispiel einen 15 Ampere-Stunden Akku zu nehmen. Ja, weil wie du gesagt hast, genau das wäre jetzt so eine Anwendung. Da habe ich heute den 12er und habe hier einfach 25% mehr Laufzeit. Trotzdem liegt der da noch gut in der Hand. Das ist wirklich super, wenn du den so in die Hand nimmst, hast du eine perfekte Balance eigentlich, weil du möchtest ja eigentlich so leicht Richtung Boden zeigen und nicht, dass er so steht oder dass er so steht. Und mit dem 15er liegt der wirklich, wirklich gut in der Hand und du hast es ja wirklich am Arm hängen. Das stört auch das Gewicht gar nicht. Genau, und dann haben wir noch die Geräte, auch hier ein großer Hammer. Das ist ja immer noch was, wo viele auch denken, wow, kann ich so einen großen Hammer überhaupt mit Akku betreiben? Natürlich auch hier, genau, kann ich. Und auch genau da spielt dann der 8er oder auch der 15er eben die Vorteile aus. Wenn ich hier viel bohre, wird da nichts warm und ich kann wirklich die volle Laufzeit aus dem Akku ziehen. Und genauso natürlich bei einem Winkelschleifer. Auch da gibt es immer noch manchmal Kunden, die sagen, boah, kann ich da wirklich richtig hart schruppen? Und dann
wenn ich jetzt wirklich hier richtig harte Schrubbanwendungen habe, kann es schon sein, dass der 8er dann am Ende auch überhitzt und sich abschaltet. Und genau das sind dann zum Beispiel Anwendungen, wo der Tabless-Akku eben seine Vorteile tatsächlich ausspielt. Absolut. Ich habe das wirklich auch ausprobiert beim Schrubben mit dem normalen Procore Plus. Mit Expert habe ich es noch nicht ausprobiert. Das Video kommt auch demnächst, wo ich das alles auch nochmal ausprobiere. Und man merkt es deutlich. Also man merkt auch wirklich, wie viel länger man hinkommt, wie viel länger auch so eine Tablet-Zelle, was sie alles noch aushält, auch an Hitze und sag mal, an Druck. Ja? Weil du möchtest ja eigentlich arbeiten. Es war so, dass wir deutlich länger arbeiten konnten, obwohl wir denselben Akku hatten, also selbe Kapazität quasi. Ja. Und das ist eben das Thema, 8 Ampere sind dann wieder, also schon 8 Ampere, aber irgendwie dann doch nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und wir konnten euch aber hoffentlich so ein bisschen auch zeigen, was für Geräteklassen und womit du was brauchst. Wenn du jetzt sagst, wenn du für dich jetzt eine Entscheidung treffen musst, welchen Akku kaufe ich als nächstes, ist es eigentlich, du wirst immer sagen Expert-Akku, das ist mir völlig klar. Ich sage das aber auch. Ja? Also ich würde auch auf jeden Fall einen Expert-Akku nehmen. Denn wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ist es ja so, dass immer mehr Geräte rauskommen werden, die diese Leistung auch abrufen oder abrufen können, oder? Genau, also so natürlich wird es immer wieder in Zukunft Geräte geben, vielleicht auch Klassen, die es heute noch mehr verstärkt in Netzgeräten gibt, die dann auch in Akku zur Verfügung stehen und die dann am Ende diese Leistung von dem Akku auch brauchen. Letztendlich ist das Thema, das muss ich auch wirklich sagen, bei mir in der Werkstatt gibt es nur Procore. Also ich habe keine Standardakkus mehr, nicht, weil ich keine Geräte habe, die Standardakkus nicht nutzen könnten, sondern mir ist das leid, auswählen zu müssen. Ich will nicht wählen. Ich möchte nicht, dann nehme ich den und dann nehme ich dann den, ich sag mal, den schlechteren oder da das und das und das. Wenn du die Chance hast, nicht wählen zu müssen, ist es natürlich toll, wenn man zu Expert greifen kann. Weil hier ist es ja so, dass du nur noch 2 Entscheidungen für dich treffen musst. Einerseits das Thema Gewicht und Laufzeit. Weil das ist ja eigentlich alles, was du jetzt noch machen musst. Du musst sagen, okay, habe ich eine Anwendung, eine Stichsäge zum Beispiel, dann möchte ich ein bisschen weniger Gewicht haben oder ein Schleifgerät oder ähnliches. Oder ich möchte hier wie hier, da wo Gewicht eigentlich dann irgendwann egal ist, möglichst lange und viele Löcher damit bohren, dann nehme ich einen großen Akku. Und dementsprechend habe ich es in der Vergangenheit hier auch gemacht. Für mich war es so, ich habe eigentlich fast nur den 4er genommen oder den 5.5er. Ich weiß gar nicht warum, weil ich hatte vielleicht einfach nicht genug 8er. Das ist ja physisch auch eigentlich egal, weil gleich groß. Den 12er habe ich fast nie benutzt. Weil ich habe einen, und das ist übrigens nicht meiner. Übrigens seht ihr hier, wir haben wirklich hart im Einsatz gehabt. Hier ist Putz und Schleife und was wir mit dem alles gemacht haben. Also wir haben mit dem wirklich hart im Einsatz gehabt. Aber für mich im alltäglichen Einsatz war der mir immer zu schwer, weil ich einfach nicht brauchte. Also ich brauche diese Laufzeit eigentlich nie. Und dementsprechend ist es so, dass wir heute den tollen Akku haben, den 4er. Weil das wird jetzt auf jeden Fall mein Standardakku. Das ist mein Standardakku, weil ich brauche keine große Laufzeit in der Werkstatt. Zur Not kommt das Ladegerät, habe 3 andere und dann geht es auch schon weiter. Apropos Ladegerät. Wir müssen über das Thema Ladegeräte sprechen, denn hier gibt es ja etwas eigentlich wirklich ganz Neues von euch, und zwar ein Doppelladegerät im Koffer. Und den müssen wir uns anschauen. Denn wir haben hier ein ganz anderes System und wir müssen aber auch über diesen Koffer sprechen und das, was wir hier haben. Dann schauen wir mal rein. Wir haben hier euer neues Ladegerät. In dem Fall ist es unser, weil es gehört mir. Wir haben hier ein tolles neues Ladegerät im Koffer. Ich nehme jetzt auch mal einmal rausnehmen, dass wir uns erstmal nur das Ladegerät anschauen. Aktuell gibt es das nur im Koffer. Ja, vielleicht demnächst auch anders, werden wir sehen. Ja, aber was ist jetzt an diesem Ladegerät anders als in den anderen Ladegeräten? Also zum ersten Mal ist es ein wirkliches Doppelladegerät. Das heißt, wir laden hier mit 16 Ampere pro Schacht und wirklich parallel. Ich kann also wirklich 2 Akkus parallel, zum Beispiel den 8er, in 39 Minuten vollladen. Das heißt, die Leistung teilt sich nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen zweiten Akku einsetze, sondern beide werden dann immer mit voller Leistung geladen. Das heißt, in 39 Minuten habe ich den 8er tatsächlich vollgeladen. Mhm. Und dann ist es natürlich so, Akkus, gerade die natürlich bei harten Anwendungen benutzt werden, die kommen ja manchmal auch warm aus einem Gerät. Das heißt, ich habe hier auch eine aktive Kühlung, aktive Lüfter, die den Akku letztendlich belüften und damit in der Temperatur schneller runterkühlen, sodass er dann auch wieder laden kann. Das nennen wir Active Cooling.
Das ist enorm wichtig. Genau, und gerade für diese harten Anwendungen, wo natürlich die Expert-Akkus dann auch das passende Ladegerät zu haben, das hier dann trotzdem die schnellen Ladezeiten ermöglicht, das haben wir da drin. Und dann gibt es noch eine Neuerung, das nennt sich das sogenannte Flex-Temp-Charging. Okay. Das heißt, ich kann jetzt in der Kombination, das gilt aber dann nur in der Kombination Expert-Ladegerät mit Expert-Akku, kann ich jetzt von -10 bis +55 Grad laden. Davor war das jeweils um 10 Grad der Temperaturbereich geringer. Das heißt, davor war das von 0 bis 45 Grad. Jetzt haben wir das auf beiden Seiten um 10 Grad verlängert. Erhöht. Aber nur für Expert? Nur die Kombination Expert-Akkus mit Expert-Ladegerät. Und das ist natürlich genau dann wichtig, entweder wenn der Akku heiß aus dem Gerät kommt oder wenn es auch einfach draußen kalte Temperaturen hat, dass die Akkus trotzdem schon anfangen zu laden. Ich habe aber noch eine andere Funktion, also nicht noch eine andere, sondern ich habe eine andere Funktion. Ich kann hier doch die Modi noch durchwechseln. Was kann ich hier genau einstellen? Genau, ich habe hier 3 Modi, den sogenannten Standardmodus, dann habe ich den Power Boost und den Long Life Modus. Das kann ich in jedem Schacht individuell über diese Taste einstellen. Das heißt, ich kann einen auch im Power Boost betreiben, den anderen im Long Life. Power Boost heißt einfach, dass er noch schneller sozusagen dann bis zu einer hohen Kapazität lädt und den Akku voll lädt. Und Long Life ist einfach ein etwas schonenderer Modus. Wenn wir uns das anschauen, Long Life und der Power Boost ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die ihr auch treffen solltet, nämlich was wollt ihr oder was braucht ihr in dem Moment. Im Grunde ist ja die Empfehlung eigentlich, den Power Boost Modus nur einzusetzen, wenn ich es auch wirklich brauche, weil es ja den Akku schon wirklich auch noch mehr beansprucht, oder? Es beansprucht ihn leicht mehr, aber wir haben den Power Boost tatsächlich so ausgelegt, dass man da jetzt keine signifikante Unterschiede in der Lebensdauer der Akku nachher hat. Also vielleicht reden wir da von 3 bis 5% Unterschied. Das heißt, ich kann den Power Boost schon gut und häufig einsetzen. Der Long Life ist dann einfach ein schonenderer Modus, lädt dann aber dafür auch langsamer. Also von daher muss ich halt auch da abwägen, brauche ich jetzt eine schnelle Ladezeit oder lade ich vielleicht über Nacht irgendwo in der Werkstatt, dann kann ich da natürlich auch gut diesen Long Life Modus einsetzen. Ganz wichtig ist wirklich, ich lade in beiden gleich schnell, beziehungsweise gleich schnell kann ich sowieso laden, aber gleichzeitig. Das ist nicht so, bei vielen anderen Geräten ist es ja so, dass man in der Regel immer hier das auf 80% meinetwegen lädt, dann wieder der zweite auf 80%, dann der auf 100, dann der auf 100. Passiert hier nicht, sondern egal was ich hier mache, es ist komplett unabhängig voneinander und lädt dort. Was aber nochmal ganz wichtig ist, wenn wir jetzt hier im Koffer sind, ich lege ihn auch mal im Koffer rein, dann ist es so, dass wir hier eine Kabelausführung haben, ja, an der Seite. Wir können es jetzt auch zumachen mit Kabel, ja, würde funktionieren, aber ich kann nicht laden. Das ist immer ganz wichtig. Und das ist kein Fehler im System, das ist natürlich auch gewollt. Ob man das hätte anders konstruieren können, ist erstmal irrelevant, sondern es ist einfach so, wenn ich hier den Akku einsetze, dann geht die Kiste nicht zu, und zwar aus dem Grund, dass es hier nicht überhitzt da drin. Genau, dass ich einfach eine Luftzirkulation noch habe, die ich auch brauche zum Runterkühlen des Akkus und auch zum Laden, und deswegen bewusst die Entscheidung, dass der Deckel nicht ganz zugehen kann beim Laden, und deswegen gibt es dann hier auch diese Sperre, die sich ja so arretiert, dass das nicht aus Versehen letztendlich runterfällt, sondern dass ich das bewusst auch entriegeln kann. Ja, also das ist eine Funktion, wo man erstmal sagt, irgendwie schade, dass ich es nicht auch im geschlossenen Zustand machen kann, aber es ist natürlich völlig logisch, weil der Akku ist warm, hier wird Wärme natürlich auch produziert beim Aufladen, irgendwo muss es hin, ja, muss man ganz klar sagen. Was ich schön finde, ist, wir können hier natürlich die Akkus auch rein tun. Hier passt von 4 Ampere bis 15 Ampere alles rein, gar kein Problem. Was ich seit Wochen mal ausprobieren wollte, ist, ob ein Standardakku hier auch reinpasst. Wir sehen, funktioniert ganz genauso. Das heißt, du kannst frech auch noch mehr Akkus reintun. Also das ist, finde ich, eine coole Sache, dass man eben jetzt seine Akkus und Ladegeräte in einem Koffer hat und nicht in jedem Koffer nochmal extra ein Ladegerät, weil in der Regel ist es ja so, bei einer L-Box, also beim Komplettsystem hat man ja immer irgendwie alles dabei, Akku, Ladegerät, das Gerät, und hier kann ich sagen, komm, hier ist mein Ladegerät und ich muss nicht 15 Ladegeräte nochmal irgendwo mitnehmen oder habe sie dann auch gar nicht mehr mit dabei. Ihr habt aber auch ein Einzelladegerät, das haben wir gerade nicht hier auf dem Tisch, macht im Grunde dasselbe, bekommst du auch einzeln aktuell zu kaufen, ohne Koffer, ohne Akkus, ohne alles, und macht exakt das Gleiche, sieht nur leicht anders aus. Genau, ist letztendlich auch ein 16 Ampere Ladegerät, praktisch hier so die Hälfte, lädt dann eben einen Akku, hat aber auch Active Air Cooling, hat auch dieses Flex Temp Charging, hat auch die Funktion der Modi, von daher einfach ein Einfachladegerät, wenn ich jetzt nicht 2 Akkus parallel laden möchte.
Was mir vorhin bei dem Koffer aufgefallen ist, eine Kleinigkeit, finde ich aber super schön, nämlich der Aufdruck, der hier drin ist. Hier siehst du alle Akkus, die wir haben. Wir haben den 4er, 5er, 8er und 12er. Wir sehen genau, welche Zellen sind da drin, wie viel Leistung sie jeweils haben. Also wenn du da nicht noch ein bisschen unsicher bist und nicht 15 Mal unser Video gucken möchtest, dann kannst du einfach hier hinschauen und siehst das Ganze auch, wie lang sind die Ladezeiten. Hier ist auch noch ein Bild vom anderen Ladegerät, da kann man das alles nochmal nachgucken. Und ich mag solche Einlagen total gern, weil es wird meistens macht man das auf und ist eigentlich eher sehr fokussiert auf das Gerät, aber hier stehen oft tolle Informationen und das habt ihr echt schön gemacht, das freut mich. So, am Ende ist der Akku irgendwann geladen und zwar in dem Fall sehr, sehr schnell und dann kann ich ja auch noch schauen, Mensch, wie voll ist der Akku eigentlich? So wunderbar, hier LEDs zeigen das wie immer an. Übrigens finde ich es ganz schön, wenn du hier das anmachst und ausgeht, dann sieht die Animation anders aus. Früher ist es einfach nur ausgegangen, jetzt so blinkt das so langsam runter. Das ist eine Kleinigkeit, ich finde das schön. Das hat keinerlei Nutzen, aber hat irgendein Techniker gesagt, oh, das könnten wir auch machen. Habe ich also das Gefühl und dann ist es vielleicht keinem aufgefallen oder alle haben gesagt, ja, finde ich eine gute Idee. Aber was kann man mit der Anzeige noch machen? Genau, also so ähnlich wie du das jetzt hier gerade gezeigt hast, wenn ich jetzt hier 3 Sekunden auf die Ladezustandsanzeige gehe, dann kommt hier so ein Lauflicht und dann zeigt er mir entweder 5 Elemente an oder 1. Also das heißt, es gibt es hier nicht unterteilt in diesen Schritten, sondern 1 oder 5 und das nennen wir den Akku-Check. Das heißt, es zeigt mir an, wie gut geht es meinem Akku. Wenn ich 5 habe, alles in Ordnung, kann ich ganz normal weiterarbeiten, alles gut. Wenn er mir nur noch eine LED anzeigt, dann heißt es, der Akku, der neigt sich dem Lebensende sozusagen zu. Das heißt nicht, dass ich den sofort wegschmeißen muss, das heißt nicht, dass ich den nicht mehr einsetzen kann oder schon gar nicht, dass er jetzt irgendwie unsicher oder so ist, sondern ich kann den ganz normal weiter nutzen, aber es heißt einfach, ich sollte mal schauen, dass ich vielleicht einen zweiten Akku dabei habe, weil irgendwann kann es dann dazu kommen, dass er das Lebensende erreicht hat. Ihr seht also, es sind super viele kleine Änderungen, weitere Features, die wir haben. Wir haben das Gummi, wir haben hier den anderen Eingriff, wir haben den Schalter, wir haben die doch leicht geänderte Anzeige, andere Optik, anderes, das Einsteck ändert sich auch ein bisschen, also das Einsteck ändert sich nicht geändert, aber die Kontakte haben sich geändert, die Zellen haben sich geändert und all das nur aus einem Grund, damit ihr wirklich die härtesten Anwendungen sehr lange nutzen könnt und sehr lange euer Gerät benutzen könnt und euren Job erledigen könnt, weil darum geht es ja. Ihr macht das ja in der Regel nicht aus Spaß, Löcher in Wände, sondern vielleicht auch das, ich weiß es nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, sondern es hat ja einen Zweck. Ich danke dir, dass du uns heute alles erklärt hast. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht machen wir eine zweite Sendung. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich werde einen Hardcore-Test machen. Ich werde wirklich alle Akkus gegeneinander testen. Wie weit komme ich denn eigentlich? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was wir da testen sollen. Und so lange kann ich nur sagen, für euch ran an den Expert-Akku und bis zum nächsten Mal.